Es gibt wieder Neuigkeiten in unserer Lego-Stadt, Oh liebe ja. Freunde, und das bedeutet, dass wir unsere Kamera einschalten und ihr dabei seid. Das freut uns sehr. Danke fürs Einschalten. Rita, wie geht's heute so? Sehr gut, muss ich sagen. Und dir? Mir auch. Danke. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Es gibt Neuigkeiten in Bezug auf die Infrastruktur in der Stadt. Viele von euch interessieren sich ja, was wir so machen mit unseren Bahnhöfen und mit den Bussen und so weiter. Ob es auch eine Feuerwehr gibt. Nein, gibt es noch nicht. Wir haben eine Feuerwehr, aber keine neue. Wir zeigen euch heute was anderes. Und zwar haben wir hier heute mal was zu präsentieren, was unseren Hafen anbelangt. Oh ja. Das war ja so ein bisschen das kleine Sorgenkind unserer Lego-Stadt in den letzten Monaten. Seht ihr, Rita sitzt schon wieder, sie macht es sich bequem. Sehr gut, Naja, macht das. wer kann, der kann. Richtig. Also der Hafen ist mehr oder weniger das Erste, was man sieht, wenn man in die Lego-Stadt reingeht. Ich zeige euch das mal. Also ihr seht Rita jetzt von hier. Also man geht in die Lego-Stadt rein. Und sieht Rita und den Hafen. Was sieht man als erstes? Rita und den Hafen. Ja. Was wir uns jetzt genauer anschauen, ist natürlich der Hafen. Das interessiert uns jetzt natürlich viel mehr. Und zwar, Moment. Kamera war etwas locker auf der Halterung. Ich weiß nicht, hast du da schon wieder herumgespielt oder was? Keine Ahnung. Jetzt ist alles bombensicher. Also hier ist so eine etwas größer dimensionierte Platte, wo hier der Hafen drauf steht. Dann haben wir hier unsere Luke, wo man so hineingehen kann und dann den Stadtplatz begutachten kann. Und dann haben wir hier ja mal angebaut und den Hafen draufgestellt. Und bitte ein Fokus auf diesen wunderschön gefliesten. Das Wasser ist jetzt hier auch schon mit diesen dunkelblauen 1x2er-Teils gefliest. Ihr seht hier die Spiegelung der Sonne im Wasser. Also das sieht sehr cool aus. Das hat Rita gestern am Abend noch gemacht. Oh ja. Da bin ich ihr auch wirklich sehr dankbar. Ihr seht, es geht auch hier hinten weiter, also auch in diesem Verlade-Quai. Ist jetzt alles toll verfließt. Wir haben übrigens wieder etwas ausgelassen, weil es einfach zum Sparen der Fliesen etwas besser ist, wenn muss ja auch nicht drunter gefliest sein, weil man sieht es ja sowieso nicht. Deshalb habe ich das hier. Also lange Rede, kurzer Sinn, unter den Schiffen ist kein Wasser, Genau. nur rundherum. Also wir haben langjährige Zuschauer unseres Kanals bemerken natürlich einiges, und zwar sind die Schiffe immer in diese Richtung gestanden oder in diese, je nachdem, ich weiß nicht, wie sie geparkt waren. Und das Problem war, dass die Platte, auf der diese Hafenanlage steht, etwas zu schmal war. Das Hauptproblem ist einerseits diese Schiffe gewesen, weil es so groß dimensioniert war, dass es den Rahmen fast gesprengt hätte. Jetzt haben wir eines gemacht, wir haben den ganzen Hafen einfach um 90 Grad gedreht und diese Anlegedocks, bitte verzeiht uns, wenn wir hier beim Vokabular nicht ganz firm sind, ihr wisst, in Österreich gibt es ja kein Meer, wir haben keine so großen Häfen hier. Das heißt, die Schiffe fahren jetzt, die kommen jetzt von hier, das heißt, ihr müsst euch vorstellen, wo der Strand ist dort hinten, da geht dann das Meer so weiter, Rita ist also auch im Wasser, ich mehr oder weniger auch. Und hier ist jetzt unser Hafen. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir das erste Schiff, ich glaube, das ist die 7994, relativ knapp hier an den Quai gestellt haben. Das ist aber auch gut so, denn der Kran ist zwar sehr groß, aber da darf nicht viel Platz sein. Das ist ja auch in der Realität so, dass die Schiffe ziemlich nahe bei den Verladekränen und auch den Quaimauern stehen. Und dann sind hier jetzt verschiedene Hafensets aus der Lego-Geschichte. Das Gelbe haben wir sogar mal vorgestellt, auch der rote Hafen ist ganz toll und hier wird eifrig gearbeitet. Ihr seht, es fehlen zwar da und dort noch ein paar Arbeiter. Da wundert mich, dass Rita hier noch gar nicht aktiv war. Ich habe ja gefliest. Ja, sie war bei der Arbeit mit den Fliesen, Ja. Aber ihr seht, hier werden die Schiffe jetzt gerade beladen und entladen. Wir haben da relativ viele Container, einige haben wir sogar nachgebaut, damit hier wirklich viel los ist und sich da viel tut. Und mehr oder weniger hier ein neues Set auch aufgebaut, was ihr wahrscheinlich noch gar nicht gesehen habt. Das haben wir vor kurzem mal privat abgeholt. Das ist dieser neuere Hafen, ich glaube aus 2000. Oh, ich muss jetzt lügen. 2011 kann das sein? Ich weiß es nicht. 4645 ist die Setnummer.
Da werden wir hier noch ein bisschen nach hinten erweitern. Ich habe schon bei Bricklink so eine graue Straßenplatte bestellt, dass wir die weggeben können. Das heißt, hier wird Getreide verladen auf diesen Lastwagen aus dem Schiff heraus. Hier angelt jemand. Dann gibt es hier auch jede Menge zu sehen. Hier wird sogar ein Trike verladen. Das sieht auch sehr cool aus hier mit dem Netz. Und unser Plan ist hier hinten, das ist noch nicht ganz fertig, dass wir hier noch alles mit grauen Platten verlegen, auch hier. Und dann werden wir auch hier dieses Wasser mehr oder weniger in Grau fließen, denn das soll der komplette Verladebereich werden. Was wir mit diesen 15 cm hier machen, weiß ich noch nicht. Das Problem ist, wenn man die Luke hier weggibt, dann kommen wir so schlecht dorthin, wo die Monorail-Station ist. Das müssen wir uns noch ansehen. Cool wäre es natürlich, wenn wir hier irgendwelche Möglichkeit hätten, diesen toten Bereich auch noch auszufüllen. Rita sieht das ganz genauso, aber hier soll dann mehr oder weniger eine Straße kommen, wo dann diese ganzen Trucks und LKWs und so weiter hier auf- und abladen können oder parken, wenn sie gerade Pause machen. Das heißt, hier wird alles noch mit grauen Platten versehen und vielleicht auch gefliest. Dann eines meiner Lieblingssets der vergangenen Woche ist dieses Banditenversteck. Das sieht so aus wie eine etwas heruntergekommene Lagerhalle, wo aber im Inneren die Banditen Platz gefunden haben. Die planen da ihren nächsten Überfall auf die Bankzentrale von Wild City. Ihr könnt das dann auch sehen von der Hinterseite, wenn wir den Zug weggeben. Also hier wird sich demnächst noch einiges tun. Wir haben für den Umbau ein paar dieser erhöhten K-Straßenteile oder die werden auch zum Teil bei Bahnhöfen verwendet, weggeben müssen. Aber ich finde jedenfalls, dass der Hafen jetzt trotz alledem, auch wenn man von weiter weg betrachtet wird, ein ganz gutes Bild abgibt. Und es sieht, obwohl hier jetzt mehr Schiffe und auch ein Kran mehr stehen, sieht das nicht mehr ganz so dicht gedrängt aus. Vielleicht rechts hier schon noch, aber sonst sieht es eigentlich ganz cool aus. So ein kurzer Blick in dieses Banditenversteck, was Rita uns jetzt offenbart hat. Also hier haben wir den Oberbösewicht, der hier wahrscheinlich, er liest gerade die Zeitung und sieht sich seine Fahndungsbilder an. Und hier haben wir, ihr seht, er hat schon einiges an Diebesgut mitgehen lassen. Aber man sieht ja hier hinten eigentlich nicht rein, denn hier steht ein Zug. Das heißt, hier möchten wir auch noch so eine Art Verlade Basis machen, wo man hier auch noch mit Gabelstaplern von diesen Boxcars be- und entladen kann. Das Einzige, was wir noch nicht wissen, ist jetzt, was wir mit diesem Leuchtturm tun. Das ist ja aus der Hidden Side Serie. Ja. Eigentlich hätten wir geplant, dass wir ihn eben irgendwo auf den Strand geben, also an den Strand. Aber einerseits haben wir ja schon einen Leuchtturm und andererseits auch sehr wenig Platz. Deshalb steht er jetzt mal hier und wir sehen, was wir damit machen. Er steht jetzt mal hier. Wir werden vielleicht noch warten, bis es offizielle Bilder zum dritten Teil der Ninjago City gibt. Wenn wir dann mal wissen, wie das dort hinten aussehen wird, werden wir vielleicht ihn dort hinten noch hingeben. Ja? Und genauso ein großes Chaos ist jetzt momentan natürlich hier, weil wir noch nicht wissen, ob es hier auch noch eine Industrieanlage geben wird. Viele von euch wollen so eine Fabrikshalle haben. Vielleicht bauen wir da noch ein mittelgroßes Mok herein. Also das würde ganz gut passen. Hier drüben mit der Tankstelle und dass hier eine schöne Begrenzung zum Strandbereich ist. Das würde eigentlich ganz nett aussehen. Noch nichts Neues gibt es im Moment vom Raketenabschussterminal. Ich habe jetzt nur dieses Set noch einmal auf die Vollzähligkeit kontrolliert. Es ist vollständig, also da wird es vielleicht demnächst auch noch was geben. Wir haben noch mehrere kleine Sets, die wir euch zeigen können. Und auch noch nichts Neues gibt es vom Bahnhof. Wir haben jetzt mal den hier professionell umgedreht. Die Idee ist jetzt, dass wir den hier mehr oder weniger erweitern oder den hier größer bauen. Das heißt auf die doppelte Fläche, dass man, weil so sieht das jetzt nicht so gut aus, wenn man steht ja hier, dass man auch von der anderen Seite, sieht ja ganz nett aus, dass man von beiden Seiten hier
eine große Eingangshalle sieht und mehr oder weniger den Vorderteil des Gebäudes vor sich hat und dass auch hier vielleicht das ganz nett gelöst wird mit einem Platz oder mit einem Aufgang. Dasselbe haben wir hier hinten vor, und zwar sind wir jetzt im Moment ein bisschen am Schauen wegen den Bahnhöfen. Wir haben hier die 4513 stehen, ein Bahnhof aus der City-Serie, wie sie ja doch etwas futuristisch war. Das Design kann einem gefallen oder nicht, ich weiß nicht, ich kann mich sehr gut damit anfreunden. Und die Überlegung ist jetzt, wir haben den Bahnhof noch ein zweites Mal, ob wir ihn nicht mehr oder weniger seitenverkehrt hier auch noch an die Rückseite hinstellen, dass die Leute, die hier mit dem Auto stehen bleiben, dann entweder hier dürfen wahrscheinlich nur Servicefahrzeuge fahren, aber hier ein kleiner Parkplatz und der Bahnhof dann seitenverkehrt, weil man sieht, die Hinterseite sieht jetzt nicht ganz so spektakulär aus, auch wenn man die Leute beim Pizzaessen beobachten kann, aber da werden wir vielleicht auch uns noch was einfallen lassen. Und zu guter Letzt, es gibt noch ein paar neue Bahnübergänge. Wir haben den hier gebaut mit Schranken, der funktioniert auch, Marke Eigenbau, und ein Kontrolleurshäuschen. Das gefällt mir jetzt von den Farben nicht ganz so gut. Das ist jetzt mal die eher einfachere Variante mit Leiter hinten nach oben und hier einem Servicepersonal, aber es war einfach wichtig, dass dieser Bahnübergang beschrankt und auch bewacht wird, denn ihr wisst, hier fahren sehr oft sehr schnelle Züge vorbei und das wäre sonst viel zu gefährlich gewesen. Genauso hier hinten haben wir auch einen neuen Bahnübergang, also mehr oder weniger der Übergang war schon gemacht, aber dieses Wärterhäuschen wurde nochmal abgegradet, hier sind auch jetzt neue Figuren und so geht's weiter. Was wir auch noch gemacht haben, ist, wir haben jetzt hier jede Menge graue Bodenplatten bekommen, die wir jetzt hier gleich mal im Güterbahnhof verbaut haben. Hier fehlen noch immer welche, ihr seht es, ich habe wieder welche nachbestellen müssen. Aber was hier jetzt geschehen ist, wir haben zum Beispiel diese ganzen Verladekräne jetzt direkt in das Layout integriert und das sieht jetzt viel, viel besser aus. Die waren zuerst auf dunkelgrauen 16×16 Platten und das hat, wie sie hier gestanden sind, einfach nicht rund ausgesehen. Und jetzt, ihr seht es, jetzt können die LKWs und Trucks und das Ganze, was hier hereinkommt, die können jetzt hier einfach durchfahren. Vielleicht wird das auch noch ein bisschen gefliest, dann würde das noch besser aussehen. Aber es macht eigentlich jetzt schon eine ganz gute Figur. Wir werden hier jetzt dann noch kleinere Bahnübergänge machen, dass man hier auch überall mit dem Auto und zu Fuß hinkommt. Rita hat schon diverse Gleisarbeiter hier überall positioniert. Die einen arbeiten, die anderen nicht, wie im echten Leben halt auch. Aber das macht jetzt dann auch schon ganz ein gutes Bild. Rita ist auch begeistert von unserem Update. Sehr. Sie freut sich, das freut uns natürlich umso mehr. Wir hören uns auf jeden Fall wieder oder sehen uns. Vielen Dank fürs Einschalten und wenn es was Neues gibt, dann zücken wir wieder die Kamera. Tschüssi! Tschüssi!